Herr Kaufmann, die Tote Stadt behandelt die Psyche des Menschen, besonders Ihrer Figur des Paul. Sie steigt hinab in die Tiefen und Untiefen der menschlichen Psyche. Warum wollten Sie die Partie des Paul überhaupt singen? Es ist jetzt nicht so, dass das einen sportlichen Anreiz hat, dass man sagt, ich will das auch gesungen haben und zeigen, dass ich das kann. Das macht keinen Sinn. Ich bilde mir ein, dass es genug Leute gibt, die das singen können und auch genug Leute gibt, die mir das zutrauen, ohne dass ich es gesungen hätte. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist sicherlich erstens natürlich eine Partie, gerade dieser, die nicht so häufig gesungen wird und wo es nicht so unendlich viele gloriose Vorbilder gibt, wie vielleicht bei einer großen Verdi- oder Puccini-Partie oder Wagner, dass man dieser Partie einen ganz eigenen Stempel aufsetzen kann, ohne dabei zu sehr in die Vergleichsschiene zu rutschen. Und das Zweite ist, dass diese Musik etwas ist, was jeden, der mit Musik zu tun hat, glaube ich, oder die meisten, irgendwann in der Jugend sehr bewegt hat. Also ich kenne ganz viele Musiker, die mir immer das Gleiche sagen, ich habe das rauf und runter gehört. Also das war für mich ein Emotionsstück. Das, wo man endlich Rotz und Wasser heulen kann, ohne dass man sich schämt, weil es eben nicht so eine Schnulze in Anführungszeichen ist. Und das ist mir auch so gegangen, dass das ein Stück war, was mich von Anfang an tief berührt hat. Ich habe es nicht überschauen können. Ich wage zu bezweifeln, dass ich es jemals wirklich komplett überschauen kann. Aber es ist doch jetzt mittlerweile so klar, dass man, egal was man hört, weiß sofort, das ist der Akt, das ist die Stelle, jetzt kommt das. Und das ist ein Prozess, der eben wahrscheinlich wenige Jahre später, bis auf Ausnahmen wie Strauss beispielsweise, die eben sozusagen in ihrem Stil geblieben sind, einfach nicht mehr gefunden hat. Also die Nachkriegsgeneration an Komponisten hat einfach so sehr mit dieser Idee gebrochen, dass wir es irgendwie noch nachempfinden können müssen. Dass wir dadurch natürlich auch in dieses Loch gefallen sind, in dem wir immer noch sitzen und aus dem wir nur herausklettern, wenn wir eben Stücke spielen, die 80, 100 oder 200 Jahre alt sind. Aber es ist unglaublich schön, wenn man durch diesen Dschungel der Rhythmen und Melodien und Harmonien immer wieder zu diesen Lichtungen kommt, wo es eben diese Ruhe gibt und diese großen Phrasen. Das ist ungeheuer beglückend. Und für diese Phrasen tut man das. Dafür macht man es. Und das ist die Herausforderung, dass man sich bis dahin nicht so verausgabt hat, dass man diese Momente auch genießen kann. Ja. Stichwort eigener Stempel aufdrücken. Jetzt kamen Sie ja sicher mit ganz dezidierten Vorstellungen schon zu Ihrer Rolle, die dann in diese Inszenierung von Simon Stone eingearbeitet werden mussten. Diese Produktion hatte ja vor 2 Jahren schon Premiere in Basel. Wie hat es in diesem Fall funktioniert, dass Ihre beiden Vorstellungen da zusammenkamen? Wie funktioniert so ein Prozess, wenn das dann ja irgendwie verschmelzen muss? Das kommt natürlich immer auf die jeweilige Produktion an. Es gibt Produktionen, die sind so sehr auf eine Person zugeschnitten, dass sie sehr schwer 1:1 übertragbar sind. Auch hier haben wir das nicht 1:1 übertragen, aber in Grundzügen ist das eine Idee gewesen, die sehr nah an dem Libretto ist, die mit wenigen Ausnahmen, die durch die Modernisierung, ich glaube, wir spielen etwa in den, ich würde mal sagen, frühen 70er Jahren, so genau wird einem das ja nie erklärt. Es soll ja alles immer so ein bisschen vage bleiben. Und dadurch ergeben sich einfach manche Dinge, die sozusagen antiquiert scheinen, die man dann versucht zu modernisieren. Das funktioniert teilweise großartig, teilweise mit Vorbehalt. Und wo wir, also natürlich nicht nur ich, sondern vor allem auch die Marlies Peterson, die ja die ebenso unsingbare Partie der Marietta singt, das Gefühl hatten, das geht zu weit oder das ist etwas, was wir nicht so gerne oder nicht in der Form mittragen wollen, war das Regie-Team bereit, Änderungen anzunehmen von uns und Dinge zu verändern. Grundsätzlich aber ist es ganz klar geradeaus erzählt. Es gibt wenige Momente, die einfach mit einem Kniff sozusagen verändert und dadurch vielleicht sogar verbessert worden sind. Als Beispiel, es gibt eine ganz, ganz lange Theaterszene im 2. Akt, die, wenn sie wirklich als Theaterprobe gespielt wird, sich sehr in die Länge zieht, auch wenn sie musikalisch interessant ist. Und es ist in dem Fall keine Probe, es ist ich glaube, meine Generation hätte Orgie dazu gesagt. Heute ist das wahrscheinlich ein Happening, was auch immer. Auf jeden Fall lassen sich da ein paar Leute sehr gut gehen.
Und im Laufe dessen ergibt sich die Idee, die spielerische Idee, wir spielen jetzt ein Theaterstück. Und das funktioniert so gut, dass Leute, die es nicht kennen, nicht merken würden, dass das nicht die Originalidee ist. Es ist also nicht etwas aufgestülpt, wo man versucht hat, seinen eigenen Stempel eben als Regisseur so sehr aufzudrücken, dass das Stück in den Hintergrund tritt oder die Ideen des Komponisten, was hier sehr, sehr schlecht und schade wäre, denn es ist eben ein Komponist, der, wie wir wissen, ja später hauptsächlich Filmmusik geschrieben hat und darüber auch extrem erfolgreich war. Und auch hier sind natürlich Anklänge von Filmmusik. Also wir haben natürlich ein bisschen Wagner, wir haben sehr viel Strauss, wir haben Mahler, wir haben Berg und wir haben eindeutige Anzeichen von Filmmusik darin. Und das teilweise deutlich früher, als die Komponisten selber diese Art Stil erfunden haben. Also für sich, das ist jetzt nichts, was er überall abgekupfert hat, sondern wo er teilweise auch wirklich Vorreiter war. Und das ist halt extrem verknüpft mit der Situation und den Gefühlen, die in dem Moment auf die Charaktere einströmen. Und wenn man dann eben das Ganze völlig aus dem Zusammenhang reißt, dann macht die Musik plötzlich keinen Sinn mehr und das wäre sehr schade. Haben Sie so einen alten Schinken mal gesehen, einen Errol Flynn-Film, wo Korngolds Musik auch gespielt wird? Ja, die Musik ist wirklich toll. Ich meine, also böse Zungen sagen, mindestens jeder zweite Film ist durch die Musik deutlich besser geworden. Ja. Das ist natürlich jetzt auch aus unserer Sicht, denn der Erzählrhythmus von Filmen aus dieser Zeit liegt uns einfach nicht mehr. Wir sind so viele Generationen später, haben so viel mehr gesehen und erlebt, dass es uns alle sehr langatmig vorkommt. Aber spätestens seit Hitchcock wissen wir ja, dass ohne Musik ein Film nichts wert ist. Also er hat das ja wie ein Meister eingesetzt, um wirklich eine Spannung zu erzählen, wo eigentlich visuell nichts passiert. Ja. Und das ist etwas, was ja immer wieder passiert, was auch in heutigen modernen Serien immer wieder aufgenommen wird. Die Musik erzählt plötzlich, jetzt passiert gleich was, obwohl noch gar nichts passiert ist. Und das ist natürlich genauso, was wir in der Oper immer wieder erlebt haben und erleben. Und ich finde eben, man muss dem nachgeben. Und wenn ein Komponist mutig genug war, viel Pathos und Emotionen in eine Partitur hineinzuschreiben, dann muss man dem auch helfen, visuell aus ihrer Ecke herauszukommen und sie nicht sozusagen leer und nackt dastehen zu lassen, weil eigentlich was ganz anderes passiert. Aber das ist hier nicht der Fall, es funktioniert großartig.